Hallo noch einmal. Heute werden meine Puppen und ich euch darin unterrichten, wie man zusammengesetzte Substantive im Deutschen bildet. Vergesst nicht, die Untertitel und die Anmerkungen anzumachen. Los geht's! Hello again. Today my puppets and I will teach you how to make compound nouns in German. Don't forget to turn on the subtitles and the annotations. Let's start. Die deutsche Sprache hat ihr längstes Wort verloren. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz war das längste Wort der deutschen Sprache, aber nun ist es vorbei. Das Gesetz heißt mit vollem Namen Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Man kann das abkürzen, dann heißt es RKREÜAÜG. Politiker in Mecklenburg-Vorpommern haben das Wort abgeschafft, weil es nicht mehr gebraucht wurde. Das Wort stand exemplarisch für eine Besonderheit der deutschen Sprache. Man kann theoretisch Wörter ohne Ende zusammensetzen, um ein endloses Wort zu bilden. Um das zu zeigen, hat die Gesellschaft für die deutsche Sprache als ein Witz dieses Wort gemacht. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetzesentwurfsdebattierclub Diskussionsstandberichterstattungsgeldantragsformular. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetzentwurfdebattierclub Diskussionsstandberichterstattungsgeldantragsformular. Uff! Wie macht man solche großen Wörter auf Deutsch? Ich werde es mit einem alten Beispiel beibringen. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Das ist ein echtes deutsches Wort. Es ist der Kapitän der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Sie war eine Gesellschaft von 1829 bis 1991. Eine Gesellschaft ist sowas wie eine große Firma. Eine Fahrt ist eine Reise. Ein Dampfschiff ist ein großes Boot, das von einer Dampfmaschine angetrieben wird. Dampfschiff ist ein zusammengesetztes Wort auch. Dampf steht aus feinen Wassertropfen. Ein Schiff ist ein großes Boot. Die Donau ist ein Fluss in Deutschland. Wir beginnen mit der Donau und dem Dampfschiff. Zusammen werden sie das Donaudampfschiff. Es ist die Donau plus das Dampfschiff. Den Artikel benutzen wir im Geschlecht des letzten Substantivs. Deshalb heißt es hier das anstelle von die. Wir fügen die Fahrt hinzu. Jetzt wird es die Donaudampfschifffahrt. Es ist weiblich, denn Fahrt ist weiblich und steht am Ende des Wortes. Wenn man genauer schaut, kann man sehen, dass das Wort 3 F hat. Vor 1996 hätte das Wort nur 2 F. Aber in 1996 hat die Rechtschreiberreform die Regeln geändert. Seitdem bleiben alle Buchstaben erhalten. Deshalb ist das Schiff plus die Fahrt nun die Schifffahrt. Wenn wir die Gesellschaft hinzufügen, wird unser Wort die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Dann können wir noch eine Seltsamkeit sehen. Es gibt ein S zwischen Fahrt und Gesellschaft. Das zeigt, dass die Gesellschaft zu der Fahrt gehört. Dieselbe Regel benutzt man mit der Kapitän. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Es gibt ein S zwischen Gesellschaft und Kapitän, um den Besitz zu zeigen. Manchmal muss man andere Buchstaben ins Wort einsetzen. Ein E benutzt man, wenn das Substantiv im Plural auf E endet. Zum Beispiel der Hund plus die Hüte wird die Hundehüte. Man fügt ER ein, wenn das Substantiv im Plural auf ER endet. Zum Beispiel das Kind plus der Garten wird der Kindergarten. Man benutzt ein N, wenn das Substantiv im Plural auf N endet. Zum Beispiel die Straße plus die Bahn wird die Straßenbahn. Man benutzt ein S, wenn das Substantiv mit heit, keit oder ung endet oder wenn man Besitz zeigen möchte. Zum Beispiel die Gesundheit plus das Ministerium wird das Gesundheitsministerium und die Geburt plus der Tag plus der Kuchen wird der Geburtstagskuchen. Man benutzt ein E, wenn man ein Substantiv mit einem Verbstamm verbindet. Zum Beispiel
Liegen plus der Stuhl wird der Liegestuhl. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Spaß damit. Bei Beolingus Online Wörterbuch kann man nach Zufallsergebnisse suchen. Ich mache das ein paar Mal und dann sehen wir, welche zusammengesetzten Wörter wir bauen können. Die Verwitterung plus die Konferenz plus der Medieninhalt plus die Broschürenheftmaschine plus der Rabengeier plus der Buchstabencoder macht die Rabengeier-Broschüren-Heftmaschinen-Buchstabencodes-Medieninhalts-Konferenz-Verwitterung. Das ist die Verwitterung der Konferenz, in der Sie über den Buchstabencoder der Broschürenheftmaschine sprechen, die Broschüren über Rabengeier zusammenheftet. Jetzt könnt ihr das mal ausprobieren. Geht zu www.beolingus.de, schreibt einfach nichts ins Suchfeld und drückt die Eingabetaste. Tut das ein paar Male und bindet die Wörter zusammen. Schreibt das neue Wort, das ihr kreiert habt, unten in den Kommentaren. Da, 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 da. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I hope that this video helped. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Till next time. Bye. Okay, sind wir fertig? Hey Jim, wo ist mein Kaffee? Jim? Mein Kaffee? Wo ist er denn? Rindfleisch. Rindfleisch, Detektierungs-, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz, Entwurf, der Tierclub, Diskussion.